Ja, genau, Eventstorming. Es ist eine Methode, die kommt klassisch aus dem Domain-Driven Design. Und als ich das erste Mal mit der Methode in Kontakt gekommen bin, war ich tatsächlich auch so ein bisschen skeptisch. Ich hätte gedacht, wow. Also, weil Domain-Driven Design ist jetzt alles, aber nicht leicht zugänglich für mich. Also, was bedeutet Eventstorming? Versuchen wir das mal ganz schnell in 5 Minuten. Ja, also der Name Eventstorming stammt tatsächlich daher, dass wir versuchen, sogenannte Domain-Events zu identifizieren. Was genau ein Domain-Event ist, da kommen wir sofort zu. Vielleicht erstmal, es gibt Eventstorming tatsächlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Man unterscheidet einmal zwischen dem sogenannten Big Picture Eventstorming. Da beschränkt man sich im Wesentlichen tatsächlich darauf, Domain-Events zu finden, vielleicht noch externe Systeme oder Hotspots. Hingegen gibt es das Process Modeling, und das ist ein Workshop-Format, meistens basierend auf einem ersten Big Picture Eventstorming, und da kann ich dann wirklich tief einsteigen in die Modellierung. Das geht dann allerdings auch wirklich ganz hart Richtung Domain-Driven Design. So, was machen wir jetzt bei so einem Eventstorming-Workshop? Wichtig ist, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einerseits die richtigen Teilnehmer. Das müssen die Fachexperten sein, die brauchen wir auf jeden Fall dafür. Wir bringen die aber jetzt zusammen mit den Umsetzungsexperten, also die Entwickler, der PO, UXer, all die nehmen an diesem Workshop teil. Und jeder trägt halt seinen Teil dazu bei. Das kann also dann dazu kommen, dass man sich an bestimmten Stellen noch nicht einig ist. Und das ist okay, das ist sogar gut, wenn wir diese Stellen jetzt identifizieren. Und wir müssen halt dafür akzeptieren, dass niemand jetzt das gesamte Wissen kennt. Ne? Das ist halt in der Praxis auch wirklich so, dass wir die Fachexperten zusammenbringen und dabei auch Konflikte aufdecken können. So, und jetzt muss man sich noch Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt wirklich ein Domain-Event? Das sind halt Events, die in der Praxis auftreten, Ereignisse, ausschließlich geschäftliche Ereignisse. Das heißt sowas wie, ich habe eine Bestellung aufgegeben, ich habe ein Buch ausgeliehen, ich habe ein Buch zurückgegeben. Das wären vernünftige geschäftliche Events. Es geht nicht um technische Events, sowas wie ich habe einen Button geklickt oder die Datenbank wurde aktualisiert. Das sind keine Geschäftsevents. Und ja, es gibt halt so ein paar Regeln. Also wir schreiben nicht auf, wer etwas gemacht hat. So, es geht rein darum, dass etwas passiert ist. Wir versuchen Ereignisse immer in der Vergangenheit aufzuschreiben. Und ja, es gibt die Grundregel, im Zweifel lieber aufschreiben. Das heißt, lieber zu viel als zu wenig. Und der Rest ergibt sich dann auch im weiteren Verlauf eines solchen Eventstorming-Workshops. Und ja, vielleicht noch, man kann sagen, die Methode stammt von Alberto Brandolini. Der hat es propagiert, und ich glaube, dass er noch an seinem Buch arbeitet, ist so ein bisschen ein Running Gag in der Community. Es gibt aber eine Vorabversion, die man kaufen kann tatsächlich. Also das habt ihr doch da schon erzählt, dass es eine Vorabversion gibt, die aber auch schon sehr gut ist. Ist das immer noch nicht fertig? An meinem Kenntnisstand ist das noch nicht so. Okay. Leute, wie ist das mit euch? Habt ihr schon Eventstorming eingesetzt? Oder ja, wir finden es auch total spannend, wenn ihr uns schreibt, was genau da neu dran war. Und noch spannender, wenn ihr uns widersprecht. Also jetzt nicht mir, sondern den beiden. Alles klar, dann widersprecht uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.